Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist es endlich soweit. Lange habe ich darauf gewartet, viel davon erzählt, wobei noch nicht so genau. Der Postmann ist heute gekommen. Der Postmann ist heute gekommen und hat ein schönes Paket von Audiomobil aus Oberdischingen zu mir gebracht. Und das packen wir heute aus. Viel Spaß! Also worum geht's? Heute ist tatsächlich mein Frontsystem angekommen. Mein Frontsystem, und zwar habe ich mir bestellt das hier. Ein Eaton CSR 16. Das ist ein Frontsystem, jetzt nicht das günstigste, auch nicht das teuerste Frontsystem von Eaton. Wir gucken uns nachher an, was es noch so für andere Systeme von Eaton gibt. Da gehe ich einmal kurz durch die Produktpalette, weil da ist einiges. Also so ein ganz normal 16er Systeme hat Eaton ohne Ende. Ja, aber ich habe nicht nur das Frontsystem geordert, sondern auch Aluminiumaufbaugehäuse von Eaton. Ich will die Hochtöner bei mir auf die A-Säulen montieren und dafür gibt es tatsächlich von Eaton schon passende Hochtönergehäuse und das gucken wir uns auch mal an, wie das zusammenpasst. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem großen Paket an und gucken dann, wie das kleine da reinpasst. Lege ich erstmal zur Seite und dann packen wir mal aus. Also grundsätzlich muss man sagen, der Karton ist sehr, sehr gut gepolstert. Ich habe hier schon mal ein bisschen aufgeschnitten. Und jetzt machen wir mal auf. So, was sehen wir? Wir haben eine kleine Papieranleitung, Einbauanleitung. Ja, legen wir zur Seite. Schön verpackt. So. Und da kommen schon die ersten Sachen zum Vorschein. Unter anderem die Lautsprecher. Ich packe mal einen aus. Da ist er. Sehr schöne Lautsprecher. Vom Design her erinnern sie ein bisschen an die große Serie von Eaton. Hinten schöner Lautsprecher mit Gummiumrandung, fühlt sich sehr wertig an. Auch sehr schön verarbeitet. Die Terminals hier, groß, klein, plus, minus. Und halt auf jeden Fall nicht so tief. Das war mir sehr wichtig, weil ich habe halt im Smart ein kleines Problem von der Einbautiefe. Und deswegen da halt darauf geachtet, dass es hier halt wirklich kein tiefbauender Lautsprecher, sondern halt tatsächlich ein sehr flacher. Tun wir hier hin. Gucken wir uns mal das nächste an. Hochtöner. Hochtöner, uiuiui. Ist tatsächlich nicht so groß. Das ist der wunderschöne Keramik-Hochtöner, den es gibt von Eaton. Die Bezeichnung habe ich, glaube ich, auch noch nirgendwo gesehen. Ein CX-AK25. Sehr interessant. Den versuchen wir gleich mal. Boah, wie das mit dem Gitter passen wird, weil ich glaube, beim Aufbaugehäuse ist auch nochmal ein Gitter bei. Naja, wir gucken mal. 4 Uhr, hat einen QR-Code drauf. Was der QR-Code bedeutet, weiß ich gerade nicht. Naja. Das ist das Original, was dabei ist. Das heißt, wir haben hier so ein Einbaugehäuse, beziehungsweise wenn ich das einspachteln würde, könnte ich das halt so positionieren. Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht. Dann haben wir eine Passivweiche. Eine Passivweiche von Eaton, wahrscheinlich jetzt von der Art her schon sehr hochwertig bestückt. Die brauche ich aber nicht, weil ich schließe mein Frontsystem aktiv an. Weg damit! So, was haben wir sonst noch? Wir haben hier noch ein bisschen weiteres Einbauzubehör. Gucken wir uns mal an. Wir haben noch ein Aufsetzgehäuse. Okay, brauchen wir auch nicht. Was haben wir sonst noch? Schrauben. Okay, das sind so Blechschrauben. Und nochmal Schrauben und tatsächlich Anschlüsse. Also nicht Terminalanschlüsse, sondern ja, Anschlüsse. Wofür brauche ich die Anschlüsse? Ah, für die Hochtöner. Ja, das hier sind die passenden ADA
keine Ahnung, Aderanschlussdinger, die dann halt entsprechend in die Teile hier reinpassen. Ja, okay, cool. So, ansonsten das gleiche nochmal, das ist klar. Das war es auch schon. Das gleiche gibt es halt das zweite Mal. Das heißt nochmal ein Lautsprecher, nochmal ein Hochtöner und nochmal eine Frequenzweiche. Brauchen wir jetzt so erstmal nicht weiter. Dann packen wir mal das zweite Paket aus. Das zweite Paket ist kleiner. Das ist dieses wunderschöne kleine Paket. Und zwar sind da die Einbaugehäuse drin. Oh, okay. Anders als ich dachte, sind hier keine Gitter bei. Das ist schon mal gut, weil dann müssten ja die Originalgitter funktionieren. So wie man jetzt hier sieht, sehr schön. Wir haben hier Festschraubmöglichkeiten. Das heißt, vom Winkel her ist es so, dass man von oben festschrauben kann. Sehr schön. Sind auch schwarz, matt, poliert und ich kann sie aufschrauben. Cool. Hört sich jetzt ein bisschen eklig an, aber Gewinde, seht ihr selber. Echt schön und da kommen wahrscheinlich dann die Kabels durch. Wir probieren es gleich einfach mal aus. Wir nehmen jetzt diesen wunderschönen CX-AK25. Schieben wir hier die Leitungen durch. Positionieren den hier drin. Perfekt. Schrauben jetzt mal zu. Ja, das sieht doch mal geil aus. Hier klein mit Eaton. Hier haben wir nichts drauf. Auf den ganzen Grafiken, die man online findet, ist hier halt auch nochmal nur ein Eaton-Symbol, aber das ist halt von der Standardmembran und jetzt nicht vom Gehäuse. Vom Gehäuse hat man nur hier hinten einmal Eaton drauf. So, und die kann man jetzt sich schön irgendwie an die A-Säule knüppeln. Leicht ausrichten und dann sieht es schon ganz cool aus. Ja, das Einzige, was semi-cool ist, also wenn ich überlege, dass hier so entsprechend die A-Säule ist, dann steht der Eaton-Schriftzug an der Seite. Cooler wäre, wenn der natürlich oben wäre, aber das passt hier von dem Ding nicht. Also eigentlich würde ich mir das Eaton sogar wegwünschen. Naja, macht man nichts. Hier auf jeden Fall kann man mit dem Kabel schön lang gehen und dann halt irgendwie ursprünglich wahrscheinlich für als Aufbaugehäuse auch geplant. Dann würde Eaton schön stehen für die A-Säule. Ja, muss man mal gucken, aber also ich finde, passt natürlich super, wird geschraubt, muss nichts irgendwie basteln oder sonst irgendwie was machen. Das ist ein schönes Zusatzteil, davon 2 Stück, das heißt für den anderen Hochtöner genau das gleiche. Eaton steht auch wieder drauf, echt von der Verarbeitung klasse Zeug. Jetzt zum Aufschrauben auch nochmal hier Gewinde zeigen. Das sieht super aus. Ich zeige es nochmal hier in die Kamera. Ja. Ja. So. Haben wir unsere Aufbaugehäuse auch. Ist auch echt schön massiv schwer. Also auf jeden Fall sehr schön von der Qualität. Tun wir auch mal zur Seite. Mehr ist hier in dem Verpackung nicht drin. So. Vom Typ davon gibt es hier auch eine Typenbezeichnung, glaube ich. Soweit ich weiß, nennen sich die Dinger AG25. Steht jetzt hier nirgendwo drauf. Offiziell als AG25. Und wir sehen, hier steht das CSR-System noch nicht mal drauf. Klar, die Aufbaugehäuse sind deutlich älter, beziehungsweise die gibt es schon deutlich länger als das CSR-System. Das CSR-System ist recht neu und ja, hätten wir das. So, warum das CSR-System? Im Prinzip der Hauptgrund war, ich habe ein mittelpreisiges System gesucht, das heißt keins, was super teuer ist, aber auch keins, was irgendwie ultra billig ist. Und habe eins gesucht, was passend ist zu der Eaton Stealth. Das passt soweit auch auf jeden Fall. Und eine Sache habe ich gerade schon erwähnt, wo ich extra darauf geachtet habe, ist, dass die Einbautiefe, also die Einbautiefe halt wirklich nicht zu groß ist. Die ist bei dem System echt gut gelungen und da werde ich im Smart relativ wenig Probleme mit haben.
Wenn wir uns jetzt angucken, was es so im Netz gibt von Eaton. Wir gehen mal auf die Seite und dann gucken wir mal ein bisschen. Wenn wir uns dann einmal die Eaton-Seite ansehen, um zu schauen, was für Systeme die alle haben. Ich habe die Seite mal ein bisschen vorbereitet. Ich habe mal alles rausgelöscht, was kein 16 cm Zwei-Wege-System ist. Dementsprechend sind mir ein paar Lücken drin. Und es ist ganz praktisch, weil die Seite tatsächlich von oben nach unten immer günstiger wird. Heißt, oben sind die ganz teuren Sachen, unten sind die günstigen Sachen. Das günstigste System von Eaton ist das PRS 165.2 System. Da geht es bei 180 € für das komplette System circa los. Dann haben wir die zwei Pose-Systeme. Zwischen den beiden unterscheidet sich, soweit ich weiß, nur der Hochtöner. Genaue Details habe ich da nicht. Auf jeden Fall sind wir da so bei 190 oder 210 €. Dann kommt das Pro, das ist für ca. 260 € zu bekommen. Dann kommt schon das RSR-System für ca. 300 €. Das CSR-System, was wir gerade ausgepackt haben, und das RSE 160er-System liegen beide ca. aktuell Straßenpreis bei 360 €. Das MAS 160 ist noch mal ein bisschen teurer, sind wir bei 480 €. Das Onyx-System gibt es aktuell nicht als Set, aber die Tiefmitteltöner kosten ca. 600, die Hochtöner 550, das heißt, wir sind dabei 1150 €. Und wer es noch mal ein bisschen teurer mag, ist beim Core S2 richtig aufgehoben. Das Zwei-Wege-Frontsystem, das High-End Zwei-Wege-Frontsystem von Eaton, kostet ganze 2250 € aktuell Straßenverkaufspreis. Ich habe mich hier für das CSR entschieden und können auch nochmal hier kurz auf die Seite schauen. Die schreiben was, dass es neu ist und das RSR und die RSE-Serie verbinden. Heißt, RSR war das günstigere, RSE war die aktuell genauso teuer ist. Also wir haben einen Aludruck-Gusskorb, das ist super. Generell leistungstechnisch, wenn wir uns das mal angucken, wir haben 70 Watt Nennbelastbarkeit, 120 ist dann die Musikbelastbarkeit, wir haben 89 Dezibel und die Einbautiefe tatsächlich hier sind 6 cm vom Tiefmitteltöner. Das ist das, worauf ich jetzt schon relativ oft drauf rumgeritten bin, weswegen das Ding jetzt eigentlich gekauft habe. Ja, die passenden Töpfchen dazu und schon ist es eigentlich ein sehr, sehr schönes Paket. Ich weiß noch nicht genau, wann ich dazu komme, den Spaß einzubauen, aber ich freue mich jetzt schon. Ich habe jetzt die Endstufe, ich habe das Frontsystem. Es fehlt eigentlich nur noch ein Subwoofer. Da werde ich erstmal ein bisschen gucken, was tatsächlich in den Smart reinpasst, was nicht reinpasst, weil das ist ein anderes Thema. Da muss ich auch nochmal Kontakt aufnehmen mit ein paar Herstellern. Aber das wird jetzt auf jeden Fall eingebaut. Ich nehme euch da natürlich mit. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich noch ein paar Einbauvideos vom Smart, wie die Türen dann halt umgebaut werden, wie die Hochtöner drankommen. Also was kommt demnächst. Ich bin für heute durch. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo natürlich freuen. Ansonsten gerne kommentieren, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was ich noch ausprobieren soll, was ich irgendwie noch schreiben soll, Fragen, fragt einfach. Wenn was ist, ihr wisst, wie man mich erreicht. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.